Neuendettelsau im Landkreis Ansbach. Hier betreibt die Diakonissenanstalt Anfang der 1930er Jahre Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Altenheime. Und sie ist Zentrale und Mittelpunkt eines weit verzweigten Netzwerks evangelischer Sozialarbeit. In ihrer Obhut leben und arbeiten auch hunderte Menschen mit verschiedensten Behinderungen und psychischen und anderen Erkrankungen, bis sie ermordet werden. Heute ist die Diakonie Neuendettelsau noch immer eines der größten karitativen Unternehmen in Deutschland und an zahlreichen Standorten aktiv. In Neuendettelsau selbst prägt die Diakonie das Stadtbild. An die Morde an Menschen mit Beeinträchtigungen vor 80 Jahren erinnert eine Tafel, die der Historiker Hans Rössler nach Jahrzehnten des Schweigens mit angestoßen hat. Sie wurde am Denkmal des Guten Hirten neben der Laurentiuskirche angebracht. Es gab Kritik, weil der Text dieser Tafel wohl der Wirklichkeit nicht ganz entspricht. Es heißt, dass die Behinderten 1940/41 unseren Heimen entrissen worden sind. Entrissen setzt aktiven Widerstand voraus und den hat es wohl in dieser Art nicht gegeben. Mehr noch. Es gab nicht nur keinen Widerstand. Viele Menschen wurden bereitwillig, später sogar aktiv dem Naziregime ausgeliefert. Wie konnte es dazu kommen? 1933. Von ganzem Herzen bejaht Rektor Hans Lauerer, Leiter der Diakonissenanstalt, den neuen Staat und den von Gott gesandten Führer. Schon bald zeigen die Diakonissen den deutschen Gruß. Hans Lauerer wird sich in Vorträgen wiederholt antisemitisch äußern und die Nürnberger Rassegesetze befürworten. Als wenige Monate nach der Machtergreifung das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft tritt, fällt es in Neuendettelsau auf fruchtbaren Boden. Ab sofort dürfen vermeintlich erbkranke Menschen aus Gründen der Rassenhygiene unfruchtbar gemacht werden. Dieses Gesetz ist in den Neuendettelsauer Anstalten entsprechend praktiziert worden. Da gab es keine inneren Skrupel, weder bei dem damals zuständigen Pfarrer Hans Sommerer noch bei dem Direktor der Behindertenhilfe Hilmar Ratz und auch nicht bei Hans Lauerer. Doch die Zwangssterilisierungen sind nur der grausame Anfang. Propagandaplakate und Filme stigmatisieren Menschen mit Beeinträchtigung als Ballastexistenzen, als nutzlose Esser, sogar als gefährlich. Ganze Familien fürchten sich davor, als erbkrank zu gelten. Diese unerträgliche Propaganda trifft Menschen, die sich nicht wehren können. Von ihrer Ausgrenzung ist es nur ein kleiner Schritt zur Ausmerzung. Dabei greifen die Nationalsozialisten bloß Ideen auf, die schon seit der Jahrhundertwende unter Konservativen wie Linken kursieren. Auch der Anstaltsarzt Böck fragt in einem Vortrag, warum man diese die Allgemeinheit belastenden Geschöpfe nicht im Interesse des gesunden Teils des Volkes vernichtet, beschönigend als Euthanasie, also als Sterbehilfe bezeichnet. Der Anstaltsarzt Dr. Rudolf Böck steht der Euthanasie im Ganzen positiv gegenüber. Er setzt eine Voraussetzung, dass sie auf gesetzlicher Voraussetzung und offen vollzogen wird, ähnlich wie beim Erbgesundheitsgesetz, dass also eine Ärztekommission sorgfältig untersucht und entscheidet, und wenn das eine gesetzliche Grundlage hat, dann ist das durch eine Option, die er für möglich hält. Bemerkenswert für einen Arzt an einer kirchlichen Einrichtung. Rektor Hans Lauerer äußert sich eher uneindeutig zur Euthanasie. Zwar gäbe es vor Gott kein lebensunwertes Leben,
Als Anhänger der Zwei-Reiche-Lehre fordert er aber unbedingten Gehorsam gegenüber staatlichen Beschlüssen und Opfer für das Allgemeinwohl. 45 wird jetzt zurückgeschossen. Mit Kriegsbeginn ist es an der Zeit, die nutzlosen Esser loszuwerden. Unter strenger Geheimhaltung ordnet Hitler die Aktion T4 an, die systematische Ermordung von Anstaltspatienten im Deutschen Reich. Ihnen soll der Gnadentod gewährt werden. Wie überall trifft es auch in Neuendettelsau zuerst die jüdischen Anstaltspatienten. 5 Menschen verschwinden lautlos. Sie werden ohne Protest ausgeliefert und ermordet. Im Juli 1940 treffen 1500 Meldebögen des Reichsinnenministeriums in Neuendettelsau ein. Die Pfleglinge sollen erfasst werden. Es wird unter anderem nach ihrer Arbeitsfähigkeit gefragt oder ob guter Kontakt mit Angehörigen bestehe, denn man fürchtet Komplikationen. Die Leitung gibt an, keine Zeit für das Ausfüllen der Bögen zu haben. Daraufhin erscheint eine externe Ärztekommission und beurteilt die Bewohner im Akkord. Die Kommission wird sich später für den Aufenthalt bedanken. Eine Schwester protokolliert, man habe ein zweites Frühstück gereicht und später eine Erfrischung. Dabei ist der Zweck der Meldebögen klar. In Neuendettelsau hat man wohl sehr bald, noch bevor man selber betroffen war, davon Kenntnis erhalten, weil sehr gute Kontakte nach Württemberg hinüber liefen, etwa in die Anstalt Stetten in Remstal, die eine der ersten waren, die betroffen worden ist. Und ich denke, dass die Diakonissenanstalt schon vor dem Sommer 1940 ziemlich genau wusste, was hier angelaufen ist und was hier vor sich geht. Anstaltsarzt Böck protestiert gegen die Arbeit der Kommission, weil sie die Menschen nach Aktenlage beurteilt. Er fertigt eigene Meldebögen an, in denen er die ihm anvertrauten Menschen in 8 Abstufungen nach Brauchbarkeit kategorisiert. Schwestern der weiter entfernten Wohnheime helfen ihm. Man will verhindern, dass die Pfleglinge willkürlich selektiert werden und macht sich doch die Logik der Nazis zu eigen. Als die ersten Verlegungen in staatliche Heil- und Pflegeanstalten angekündigt werden, beschließt die Leitung zu kooperieren. Den Schwestern wird in einer Dienstanweisung gedroht, wer sich weigere, den Abtransport zu begleiten, habe selbstverständlich alle Verantwortung für seine Weigerung zu tragen. Immerhin werden die Angehörigen anfangs noch über die bevorstehenden Verlegungen benachrichtigt. Wer wolle, könne Protest einlegen oder den Betreffenden nach Hause holen. Wissen Sie, was mit denen passiert ist? Sie haben einen Bescheid vom Kostenträger bekommen. Es müsse jetzt überprüft werden, nachdem sich plötzlich herausstelle, dass sie in der Lage seien, den Behinderten zu Hause zu pflegen, ob nicht für die letzten Jahre eine Rückforderung der Unterhaltskosten von ihnen verlangt und erwartet werden dürfe. Das sind natürlich Entscheidungen, die gar nicht ganz, oder Drohungen, die gar nicht leicht von der Hand zu weisen sind. Von Dezember 1940 bis Juli 1941 kommt es schließlich zu mehreren großen Deportationen, weil 6 der 8 Heilanstalten für kriegswichtige Zwecke geräumt werden müssen. Bei der Verabschiedung spielen sich dramatische Szenen ab. Viele Pfleglinge ahnen, was ihnen bevorsteht. Manche klammern sich an die Schwestern mit der flehentlichen Bitte, sie nicht wegzugeben. Ich will noch nicht sterben, rette mich doch. Die Leitung hat manche Pfleglinge zurückbehalten können oder anderweitig untergebracht. Doch es gibt auch Verlegungen auf Bitten Hans Lauerers und Hilmar Ratz. So entledigt man sich zum Beispiel einiger Bewohnerinnen, die einen hohen Pflegeaufwand verursachen, obwohl klar ist, dass ihre Verlegung für sie den Tod bedeuten könnte. Anders die Diakonissen. Es ist erstaunlich, was die Diakonissen vor Ort, wir wissen das insbesondere vor Himmelkron, getan haben, um diese und jene und eine nicht geringe Zahl von Behinderten zu retten, indem man sie als halbe Arbeitskräfte übernommen hat, indem man sie in befreundete Zweiganstalten, die im Moment nicht bedroht waren, verbracht hat,
indem man die Angehörigen und die Eltern überredet hat, sie nach Hause zu übernehmen, indem man Pfarrfamilien in der Umgebung animiert hat, solche Menschen als Hilfskräfte in ihren Haushalt aufzunehmen. Dennoch, 435 Menschen aus Neuendettelsau werden über Ansbach oder Erlangen nach Hartheim bei Linz deportiert, in eine von 6 Tötungsanstalten. Ein Mann, der dort als Leichenbrenner arbeitet, wird nach 1945 aussagen: Die Angekommenen wurden entkleidet. Eine Person bestempelte die Vorgeführten mit der laufenden Nummer. Danach fotografierte man sie und führte sie in die Gaskammer. Nach kurzer Zeit waren die Leute in der Gaskammer tot. War die Entlüftung durchgeführt, mussten wir Heizer die Leute von der Gaskammer wegschaffen. Es war nicht leicht, die ineinander verkrampften Leichen auseinanderzubringen und in den Totenraum zu schleifen. In der Laurentiuskirche in Neuendettelsau liegt ein Buch aus, in das die Diakonissen nach 1945 sorgfältig die Namen all derer eingetragen haben, die im Krieg deportiert wurden. Etwa 1200 Menschen, von denen 2/3 umgebracht wurden. Menschen aus der Region, deren Angehörige und Nachfahren nie Recht erfahren haben. Denn in den 50er Jahren wurden Rektor Lauerer und Anstaltsarzt Böck mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und über die Ereignisse von 1940 bis 1945 legte sich ein bleiernes Schweigen. 300.000 Menschen sind, weil sie psychisch krank waren und geistig behindert waren, während des Nationalsozialismus umgebracht worden. Ich will Ihnen Hans-Ludwig Siemen ist Medizinhistoriker und Psychoanalytiker und hat über die Geschehnisse in Neuendettelsau ein Buch geschrieben. Mitte der 1980er Jahre beauftragte das damalige Direktorium ihn und die Theologin Christine Ruth-Müller mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung. Das Buch »Warum sie sterben mussten« erschien 1991 und war umgehend vergriffen. Neuendettelsau war ja zumindest in Bayern eine der ersten karitativen Anstalten, großen karitativen Anstalten, die sich getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, wir wollen zeigen, was bei uns damals geschehen ist. Und das war in der Öffentlichkeit schon auch etwas Erschütterndes. Es kann doch nicht sein, dass eine kirchliche Einrichtung kein Deut besser letztendlich gewesen ist als eine staatliche. Bis heute sind die Menschen erschüttert und das Interesse am Thema enorm. Besonders groß ist das Entsetzen darüber, dass die Euthanasiemorde ein offenes Geheimnis waren und niemand protestierte. Die wenigsten Angehörigen trauten sich, andere sahen weg. Doch die Aktion T4 endete, weil der katholische Bischof Graf von Galen mit 3 couragierten Predigten gegen die Euthanasiemorde, dem nichts wissen wollen, ein Ende setzte. Was man ja sagen muss, dass die Nationalsozialisten in Bezug auf die Euthanasiemaßnahmen sehr sensibel gewesen sind. Kein Arzt, der sich verweigert hat, ist jemals bestraft worden, beziehungsweise an seiner Karriere hat er irgendeinen Schaden erlitten. Und auch Einrichtungen, vor allen Dingen katholische Einrichtungen, auch im Süden Bayerns, die sich in viel größerem Maße verweigert haben und gesagt haben, das lassen wir nicht zu. Und auch der Bischof von Galen, auch wenn er das sehr spät gemacht hat in Münster, 1941 im August, seine Rede, diese Möglichkeit gab es und es passierte nichts. Keine dieser Anstalten ist plattgemacht worden, keine Anstalt ist irgendwie von der SS besetzt worden. Das ist alles Quatsch. Wenn die gesagt hätten, wir machen da nicht mit, dann wäre nichts passiert. Doch auch nach Ende der Aktion T4 geht das Morden von Menschen mit Beeinträchtigung weiter. Nun direkt in den staatlichen Heil- und Pflegeanstalten. Unter Beteiligung der Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und Pfleger setzt die Phase der sogenannten dezentralen Euthanasie ein. Anstaltspatienten lässt man von nun an verhungern oder man vergiftet sie. Das geschieht auch in Ansbach, wohin viele der Neuendettelsauer Pfleglinge verlegt worden waren. Eine zentrale Rolle spielt hier die Oberärztin Irene Assam-Bruckmüller. Und das nicht nur in Ansbach.
In Neuendettelsau versorgt sie die etwa 200 verbliebenen Psychiatriepatienten. Denn Anstaltsarzt Böck ist mittlerweile zum Fronteinsatz eingezogen. Im Staatsarchiv in Ansbach-Lichtenau kann man die Akten der Ansbacher Euthanasieopfer einsehen. Der Historiker Mark Dieven hat in Herzogenaurach ein Mahnmal und eine Ausstellung initiiert und ist dabei auf Ungereimtheiten in den Akten der Ansbacher Patienten gestoßen. Bisher ging man davon aus, dass die über 2000 Ansbacher Euthanasieopfer vorwiegend durch Hungerkost starben. Und ich habe mehrere hunderte Fälle gefunden, wo es 100% sicher ist, dass die Menschen mit Medikamenten ermordet sind in Ansbach und durch Frau Asam Bruckmüller. Es ist erstaunlich, wir sprechen von vielleicht 2.500 Menschen und Kinder, wo sie persönlich verantwortlich ist. Sie ist eine Massenmörderin. Gibt keine andere Beschreibung. Es ist so. Der Euthanasieforscher Michael von Kranach unterstützt Mark Dieven regelmäßig bei seinen Recherchen. Er hat schon in Kaufbeuren und München tausende Patientenakten analysiert. Wir haben ja lange gerätselt. Irene Assam-Bruckmüller sorgt ab 1941 in Neuendettelsau immer wieder dafür, dass einzelne Patienten unter Mithilfe von Pfarrer Hilmar Ratz oder Pfarrer Bernhard Harles nach Ansbach verlegt werden. Wer Neuendettelsau stört, kommt nach Ansbach, so wie Johann L. Und der kam am 29.05.42 nach Ansbach. Aus Bruckberg in Neuendettelsau. Und stirbt am 11.02.1944, also knapp 2 Jahre danach. Todesursache ist Lungentuberkulose. Das ist immer verdächtig in Menschen in diesem Alter in Ansbach. Und dass er plötzlich, nicht wahr, verschieden ist. Das ist schon mal der erste Verdacht oder was uns dazu verleitet, dass er vielleicht doch mit Medikamenten, das ist ein Verdacht, ja, mit Medikamenten getötet wurde. Die Frau Asam Bruckmüller beschwert sich, dass Bruckberg keine Überweisung vermittelt hätte. Und jetzt antwortet das ist ein Herr Harles. Entschuldigen Sie bitte die ungenügend vorbereitete Verlegung des Patienten. Das Dringlichkeitszeugnis habe ich bei Dr. Nahr angefordert und gebeten, dass es Ihnen direkt zugeleitet wird. L ist sterilisiert. Die Verlegung war notwendig, weil L für unseren Sandhof einfach ungeeignet ist. Er braucht Pflege, da er Tag und Nacht unrein ist und infolge seines Schwachsinns sich und anderen gefährlich ist. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und das ist ein Meldebogen. Ja. So, das ist auch von Asam Bruckmüller geschrieben, unterschrieben und wird dann nach Berlin geschickt. Hier kommt diese Beurteilung eigentlich von Asam Bruckmüller zeitweise wörtlos. Ja. Das war eigentlich sein baldiger Tod. Die Einzelverlegungen betreffen nicht nur Erwachsene. Auch Kinder werden in die sogenannte Kinderfachabteilung nach Ansbach verlegt. Deren einziger Zweck ist die Ermordung von Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Die Leitung dieser Abteilung obliegt Irene Assam Bruckmüller. Sie meldet in Frage kommende Kinder nach Berlin. Von dort erhält sie die Ermächtigung, sie zu töten. Sowie die kleine Luise Geisbauer. Als sie 1943 nach Neuendettelsau kommt, ist sie 3 Jahre alt und kämpft mit den Folgen einer Gehirnhautentzündung. Die Mutter kann sie nicht länger zu Hause behalten. Ihr Mann ist an der Front, ihr Bruder gefallen und sie muss in den Sommermonaten dem Vater in der Landwirtschaft helfen. Für diese Zeit will sie ehe Luisle auf eigene Kosten in Neuendettelsau unterbringen. Ein Hinweis darauf, dass die Mutter unabhängig von staatlichen Hilfeleistungen bleiben will. Doch in Neuendettelsau weint Luise viel und hält die anderen Kinder vom Schlafen ab.
Schon bald will man sie wieder loswerden in die nahegelegene Kinderfachabteilung. Die Mutter aber ist gegen diese Verlegung und schreibt: Ich kann mich noch nicht entschließen, mein Kind für dauernd in die Pflegeanstalt nach Ansbach zu geben. Pfarrer Ratz antwortet umgehend: Wenn Ihr Kind nach Ansbach überführt wird, so können Sie es sicher jederzeit wieder herausnehmen. Vom Pfarrer beruhigt, stimmt die Mutter schließlich der Verlegung zu. Am selben Tag trifft ein Dringlichkeitsgesuch aus Neuendettelsau in Ansbach ein. Da das Kind dauernd unruhig ist und seine Umgebung durch Schreien stört, ist seine Überführung nach Ansbach dringend geboten. Was mit Luise in Ansbach geschehen ist, ist im Nürnberger Staatsarchiv festgehalten. Denn hier lagern die Akten der insgesamt 156 getöteten Kinder der Kinderfachabteilung. Marc Diewin hat durch seine Recherchen herausgefunden, dass es sogar noch mehr sein könnten und plant ein Gedenkbuch für sie. Denn noch nicht einmal 3 Wochen nach ihrer Verlegung stirbt Luise an einer angeblichen Lungenentzündung. Offensichtlich drängte für Asam Bruckmüller die Zeit, weil Luises Mutter ihr Kind zurückholen wollte. Wie schnell sie ermordet waren, ist relativ ungewöhnlich. Sehr schnell, normalerweise, wie gesagt, zwischen 6 Wochen und 3 Monate Beobachtungszeit. Aber die anderen Sachen sind sehr häufig. Das ist ein typischer Brief an den Eltern. Das ist am Tag ihres Todes. Wir mussten ihnen unser Bedauern mitteilen, dass in dem körperlichen Befinden ihres Kindes in den letzten Tagen eine weitgehende Verschlechterung eingetreten ist. Sie war in letzter Zeit sehr unruhig und macht nun einen sehr erschöpften Eindruck. Die Todesursache deutet darauf hin, dass sie mit dem Beruhigungsmittel Luminal vergiftet wurde. Dann haben die in Berlin gedacht, ja, wenn wir eine wirklich soforttötige Dosis geben, dann haben wir für die Angehörigen und so keine nachweisbare Todesursache. Und dann entschieden sie, wir geben eine subletale, das heißt nicht sofort gleich tödliche Dosis. Dann dauert dieser Prozess, ja, der Atemlähmung länger, geht langsamer vor sich. Und in dieser Zeit hat der Körper Zeit, sozusagen eine Lungenentzündung zu entwickeln. Ja. Und dann, das heißt, wir lassen die Kinder leiden, aber wir haben einen Nachweis, ja, dass er an einer Krankheit gestorben ist. Ja. Und deshalb sind alle diese Kinder, in den Krankengeschichten steht dann auch Lungenentzündung, ja, oder Bronchopneumonie, ja, als Todesursache. Es sind ungefähr 5000 Kinder im Reichsgebiet auf diese Weise ermordet worden. Wie bei fast allen Kindern der Kinderfachabteilung in Ansbach wurde auch bei Luise Geisbauer nach ihrem Tod das Gehirn entnommen und zu Forschungszwecken an das heutige Max-Planck-Institut gesandt. Bis vor wenigen Jahren wurde an den Gehirnen von Euthanasieopfern geforscht. An manchen Tagen kann ich selber nicht glauben, was ich lese und was ich gefunden habe. Es ist mir fast unglaublich, dass im Jahr 2019 dass ich so viele Krankenakte gefunden habe, dass vorher niemand angeschaut hat und durchgearbeitet hat. Von Menschen, die eigentlich ermordet waren und vergessen sind. Luises Mutter wurde zu spät benachrichtigt. Sie holt ihr totes Kind in Ansbach ab und beerdigt es in ihrem Heimatdorf. Der Vater kommt genau an diesem Tag, zufällig und unangekündigt, auf Heimaturlaub und gerät in die Beerdigung seines eigenen Kindes. Die Mutter wird das Grab der Tochter jahrzehntelang pflegen, aber nie darüber reden, dass ihre Tochter ermordet wurde. Pfarrer Ratz schreibt der Mutter nach Erhalt der Todesnachricht: Wer hätte gedacht, dass das Kind so rasch dahingerafft werden würde? Ist es von einer besonderen Krankheit ergriffen worden? Obwohl der Pfarrer zu diesem Zeitpunkt schon viele Todesnachrichten von Kindern der Kinderfachabteilung erhalten hat, gibt er sich überrascht. Es gibt ja 1946, glaube ich, ein Schreiben von, ich glaube, Pfarrer Harles
wo er an Pfarrer Ratz schreibt, gerade war Frau Assam-Bruckmüller bei mir und berichtet, dass die Amerikaner total interessiert sind an den Vorgängen in der Kinderfachabteilung und in Neuendettelsau. Und er schreibt, wir möchten uns bitte auf eine gemeinsame Lesart verständigen. Das kann man nur so verstehen, dass sie natürlich wussten, was dort gewesen ist und sich einfach nach außen hin versucht haben, absolut bedeckt zu halten, um zu verhindern, dass Frau Assam-Bruckmüller vor Gericht kommt. Mitte der 60er Jahre wird ein engagierter Staatsanwalt Assam-Bruckmüller wegen Beihilfe zum Mord in 50 Fällen anklagen. Doch befreundete Ärzte stellen der rüstigen Frührentnerin Atteste aus. Das Verfahren wird 1968 aufgrund ihrer angeblichen Prozessunfähigkeit eingestellt. Danach lebt sie unbehelligt noch 32 Jahre. Nach 1945 wollten alle Beteiligten die Ereignisse der letzten Jahre vergessen. Niemand machte sich die Mühe herauszufinden, was mit den verlegten Bewohnerinnen und Bewohnern geschehen war, wer noch lebte. Es war, als hätte es sie nie gegeben. Stattdessen wurden die Einrichtungen der Diakonie in Rekordzeit wieder in Betrieb genommen. Mit dem Buch von Siemen und Müller 1991 nahm die Diakonie Neuendettelsau eine Vorreiterrolle bei der Aufarbeitung der Vergangenheit ein. Manche Fragen sind dabei offen geblieben. Welche Rolle spielte die Mörderin Assam-Bruckmüller, die in Neuendettelsau beratende Ärztin war? Ist es statthaft, dass der Name Hans Lauerer bis heute auf einem Wohnheim prangt und dass nach Bernhard Harles eine Straße in Bruckberg benannt wurde? Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, dass Menschen unterschiedlich wertvoll sind, dann ist man schon in einer schiefen Ebene. Das ist, was ich so gelernt habe, dass wir grundsätzlich so ohne Wenn und Aber einfach diese Grundwerte, die wir haben, Freiheit, Gleichheit und Barmherzigkeit, dass wir das so in absoluter Weise irgendwie vor uns tragen. Ein würdiges Gedenken ist, dass man einfach eine andere Form des Umgangs mit Menschen, die beeinträchtigt sind durch vielleicht eine geistige Behinderung, durch eine psychische Erkrankung, durch was auch immer, dass man einen würdigen Umgang, eine würdige Art und Weise, wie man mit diesen Menschen umgeht, in welchen Einrichtungen die sind, das ist das Entscheidende. Wenn wir das schaffen, brauchen wir auch keine Gedenksteine mehr.